herzlich willkommen zu einem Interview mit Eugen Heid. Für alle, die Eugen Heid noch nicht kennen, kann er sich kurz selbst vorstellen. Ich bin Eugen Heid, ich bin 24 Jahre alt. Ich wohne in Bad Homburg in der Nähe von Frankfurt und ich spiele Duel Links. Ja. Okay, was der Eugen nicht gesagt hat, ist, dass er unser regionaler Repräsentant ist für die Yu-Gi-Oh! Duel Links Weltmeisterschaft dieses Jahr und dass er schon bei der NCS ziemlich abgeräumt hat. Also wer die Plattform kennt von Duel Links Meta, da hat er auch schon einige Leute über die Runden geklappt. Deswegen werde ich das jetzt für ihn übernehmen. Wenn das nämlich ein amerikanisches Interview wäre, würde das jetzt voll gehypt werden. Hype, 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 hype. Alright. Ja, warum wir dieses Interview in Deutsch machen? Weil die Weltmeisterschaft dieses Jahr in Deutschland stattfindet. Deswegen machen wir es in Deutsch. Also ich bin übrigens Aichanbot. Normalerweise streame ich Yu-Gi-Oh! Duel Links auf Englisch, auf Twitch und mache ab und zu auch YouTube-Videos. Bin so ein Yugi-Tuber inzwischen geworden. Aber heute machen wir dieses Video auf Deutsch, weil wir sind in Schland. Und wir feiern Weltmeisterschaft in Schland. Deswegen alles Deutsch jetzt. Alright, dann lass uns mal mit dem Interview anfangen. Die erste Frage an Eugen ist, wie hast du dich gefühlt, als du davon erfahren hast, dass die WM dieses Jahr von Yu-Gi-Oh! Duel Links in Deutschland ist, und zwar in Berlin? Zuerst habe ich mich nicht gut gefühlt, weil ich gehofft habe, dass die in Japan oder Amerika ist, weil ich in beiden Ländern bzw. Kontinenten noch nicht war. Ähm, aber von Europa finde ich, ist Deutschland oder beziehungsweise Berlin die beste Wahl für mich persönlich, weil dann viele Leute da sein werden, die man kennt. Viele Freunde oder ja. Also ich gehe davon aus, dass du schon eine riesige Fangemeinde in Deutschland hast, weil als ich das Internet aufgemacht habe, gegoogelt habe, Eugen Heid, dann poppten x-tausend verschiedene Interviews auf, von Düsseldorf, irgendwelche Regionalmeisterschaften, YCS, und dann war sogar ein Interview mit Timmy gewesen, also den Weltmeister von 2017 in Yu-Gi-Oh! Duel Genau. Links. Genau, so war das. Ja. Aber ich kann verstehen, dass du irgendwie dir gewünscht hast, nach Japan zu kommen, weil mir ging es nämlich genauso. Ich habe damals meine Japan-Reise schon geplant gehabt. Ich dachte, in August fliege ich nach Japan, damit ich mir die Weltmeisterschaft anschauen kann. Und dann war es so, übrigens, die Weltmeisterschaft findet in Schland statt. Und dann war es so, Schland! Okay, jetzt fahren wir nach Berlin. So, anstatt nach Tokio. Nächste Frage. Glaubst du, dass es eine große deutsche, und ich rede nicht von Yu-Gi-Oh! Trading Card Game, sondern Yu-Gi-Oh! Duel Links Community? Meinst du, da gibt es eine große Fangemeinde? Ist ein bisschen schwer zu sagen. Also an sich, man kriegt es ja nicht so wirklich mit. Bei TCG zum Beispiel, wenn man auf die regionalen Turniere geht oder auf die deutsche Meisterschaft, sieht man ja, wie viele Spieler da sind. Ähm, aber jetzt in Duel Links, man geht ja nicht zu den, also ich weiß, wenn man online spielt, man sieht ja nicht, gegen wen man spielt. Man spielt gegen Leute aus der ganzen Welt. Auch die ganze Kommunikation und alles läuft ja eigentlich über Discord. Und eigentlich fast alle Discords sind englischsprachig. Das heißt, auch ähm, also ich weiß, man kommuniziert mit den Leuten und dann später irgendwann erfährt man, ja, die sind eigentlich deutsch. Was, So wie ich. genau. Und ich glaube, ich habe jetzt hier nur einen Server, der deutschsprachig ist und Das ist der auf Duel dem bin Links ich halt, Utopia Server, oder? genau, Ja, auf da dem habe bin ich ich dich halt, eingeladen. auf dem bin ich halt kaum tätig. Ja, Also ansonsten, ja, kann ich ich denke mal, die nachvollziehen. Gemeinde ist schon da, auf jeden Fall, aber ich kann nicht sagen, wie groß die ist. Ja, das werden Kann wir man in hier dem. sehen, wie viele Leute da sind? Bei Nee, Duel Links Utopia? boah, können Sind wir da gleich mal 1000? nachgucken, ja. Okay, Okay. Also, ich bin mir auch nicht sicher, wie groß die Gemeinde ist, aber die werden wir dann ja sehen. In Berlin, genau. hoffentlich. Okay, alright. Wobei die sich dann auch mit der TCG-Gemeinde vermischen wird. Und dann, Ich hatte eher so den weil, Eindruck, als ob die TCG-Gemeinde so auf die Duel Links-Spieler so runterschauen würde, so nach der, das ist gar kein richtiges Yu-Gi-Oh!, was ihr da spielt. ja, also ich denke, das ist weniger geworden, aber am Anfang war das so. Ja, das habe ich nämlich gemerkt am eigenen Leib. Ich habe das auch so gedacht am Anfang, dass es kein Oh, richtiges Yu-Gi-Oh! Ist. oh, Verräter. Na gut, aber du bist ja konvertiert, daher ist alles in Ordnung. So, Genau.
was alle wissen wollen, die dich unterstützen, wenn du zur WM fährst. Die Frage ist, wie bereitest du dich auf die WCS vor? Puh, also erstmal ist ja unklar, wie das Format sein wird. Wir hatten ja erst zwei WMs in Duel Links und die hatten beide komplett unterschiedliche Formate. Hm. Ähm, Auch kann man das Ingame ja nicht wirklich testen, weil Ingame sind ja nur Singles. Es wird wahrscheinlich wieder eine MCS geben, 1 oder 2 Wochen mit dem gleichen Format wie die WM. Ähm, ja, dann teamintern werde ich wahrscheinlich testen mit den Leuten, mit Sniffus, mit den anderen Schniefuß. Leuten. Genau, Wir kennen den auch, den Schniefuß. der wird auch bei der WM da sein. Sehr gut. Auch nicht unbedingt als Spieler. Okay, wir fahren alle nach Berlin. Und dann tragen Genau. wir alle so ein T-Shirt, wo drauf steht Team Edward. Aber ich war nicht die Erste, die dir gesagt hat, dass du so ein bisschen aussiehst wie der Typ von Nee, Twilight, oder? nee. Ja, siehst du, Team Edward. Also, wir sind alle dabei. Muss ich mir noch so ein Robert Pattinson T-Shirt besorgen? Ah, gut. Dann nächste Frage. Wer ist dein Favorit für die WM, also in Yu-Gi-Oh! Duel Links dieses Jahr? Ich meine, Selbstnennungen sind erlaubt, aber du musst es dann halt begründen. Du meinst, so wer die gewinnen wird? Genau. Äh, Ah, wie viele Leute sind gerade qualifiziert? Vier? 4 oder 3? ja. All- Das Ding ist, ich habe sehr wenig Ahnung von so anderen Leuten. Ich weiß nur, dass Sun Tsung qualifiziert ist und das jetzt auch nur, weil das, glaube ich, 2 Wochen her ist erst. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, wie gut er ist. Also auf jeden Fall ist er schon gut, aber so, ich weiß nicht, im Vergleich zu mir, das klingt jetzt ein bisschen komisch vielleicht. Das ist wirklich schwer zu sagen. Ich habe Gut, keine Ahnung. das So, werden ich wir würde, auch in Berlin rausfinden. genau. Ja, alright. Also, ich verfolge den Sun Sun Channels auch schon ein bisschen länger und der qualifiziert sich eigentlich, soweit ich weiß, jede Season, also jedes Jahr praktisch für die Weltmeisterschaft, aber er schafft es nie aufs Treppchen und es fühlt sich einfach irgendwie so wrong an, weil letztes Jahr sollte man ja wählen, wer dann Weltmeister wird. Da gibt es ja immer diese Wahl in Yu-Gi-Oh! Duel Links und Mhm. ich habe für Sun Sun gewählt, weil ich dachte, das wird ein Japaner gewinnen, aber am Ende war es der Are und ich war so like, 50-50, still lost. Ja, ich habe auf Timmy getippt, er hat mich auch enttäuscht. Ja, aber dieses Jahr wird es anders. Dieses Jahr wird alles anders. Was hat man dort nochmal bekommen? Super Rare Ticket oder sowas, gell? Ja, Wenn genau, man wenn nach man richtig. richtig war. Genau, wenn man richtig getippt hat. Und da habe ich mir auch gedacht, damn it, 50% und du liegst falsch. So, dann als nächstes würde ich, ja, okay, die Frage ist dann ähnlich wie die letzte. Wenn du dir jetzt, also kennst du nur die vier, die sich qualifiziert haben, wen würdest du gerne als Gegner im Finale sehen? Also gegen dich jetzt zum Beispiel. Gegen wen würdest du gerne spielen? Da ich nur einen von den 3 anderen kenne, würde ich dann zu sagen. Okay, das schreibe ich mir gleich auf. Nächste Boys Love Fanfiction, Eugen Hyde versus Sun Sun. Team Edward. Alright, gut. Dann, ich denke, was die Zuschauer auch interessiert ist, wie viel Geld hast du eigentlich schon in Yu-Gi-Oh! Duel Links investiert? Also ich würde das trennen zwischen Duel Links und TCG, weil ich glaube, das ist ein anderes Niveau. TCG spiele ich sowieso schon so lange, das habe ich schon den Überblick verloren. Okay, aber Duel Links. Äh, Duel Links sind auf jeden Fall über 2000. Ich glaube nicht, dass es über 3000 sind schon. Ich glaube so um die 2500 vielleicht. Du redest jetzt aber von Euro, oder? Ja, Ui. Das heißt, im Durchschnitt, wenn du 2 Jahre spielst, dann so 1000 pro Jahr. ja, ich spiele schon seit 2,5. Also mehr sogar. Also ich habe ähm, wie nennt man die auf Deutsch? Zur Weltmeisterschaftsquali 2017 habe ich quasi angefangen, eine Okay. Woche vorher, weil ich erfahren habe. Vorher habe ich das bisschen angefangen, habe dann aber wieder aufgehört, weil es mehr oder weniger langweilig war. Ganz am Anfang hatten wir auch kaum Karten und das war eigentlich nur Beatdown. Ja. Und dann wurde halt angekündigt, dass es dafür auch eine Weltmeisterschaft geben wird. Mhm. Zusätzlich war die ja erst in London geplant.
Dann mit Ja, daran erinnere ich mich noch. Terrordrohungen wurde es auf Japan verschoben, Ja. was, ohne jetzt komisch zu klingen, dann auch gut war für die Europäer, dann nach Japan zu kommen. Und dann habe ich das halt da versucht. Und da habe ich für die Decks 200 € ausgegeben, weil ich mich mit einem Kumpel beraten habe, was so die guten Decks sind, weil ich das Format kaum kannte. Er sagt, ja, Harpien sind gut und versuch das mal zu holen. Es war ein Wüstentwister in seinem Deck, warum auch immer. Der wurde nie gespielt, aber ich habe, glaube ich, gefühlt 100 € ausgegeben, um diesen einen Wüstentwister zu bekommen. Das war der Desert Twist, ja. Den hat der Genau, Guns Blazing damals mit erfunden. Ich erinnere mich noch dran. Das ist ziemlich genau. lange Und her, aber dann, ich erinnere mich noch dran, ja. dann habe ich halt 200 € ausgegeben ungefähr und dann, um dann festzustellen, dass es sowas wie Drop-Skills gibt, man muss Charaktere leveln und So man kann ist nicht es. einfach nur Geld ausgeben und dann hat man die besten Decks. Ähm, Ja. ja, und dann hatte ich damals schon so viel ausgegeben, dass ich dann bei dem Spiel geblieben bin. Und ja, Okay. Also und ich dann, erinnere mich noch sehr gut, als das Spiel angefangen hat. Ich meine, das war so Anfang 2017 gewesen. Das Spiel wurde in Japan schon Ende 2016 gelauncht. Und ich habe mhm, mit den Europa-Launch angefangen und ich gebe dir vollkommen recht, es war damals kein gutes Format gewesen, weil die Drop-Rate für die Karten, die man farmen konnte, war super low. Also du konntest monatelang nach einem Econ, also nach einem Enemy Controller farmen, hast keinen gekriegt, weil der es einfach gab, keinen gedroppt hat. Ja. gab da auch wahrscheinlich kaum Karten für richtige Farmdecks, oder? Genau, es gab auch kaum Karten für richtige Farmdecks Gab ja und keine Union Attack, kein Anti-Magic Arrows und alles. ja, und die, wie heißt das, die Ladder, die war am Anfang Katastrophe gewesen. Die hat sich alle zwei Wochen resettet. Das heißt, wenn du King of Games werden wolltest, hast du dann in 2 Wochen das machen müssen und Mhm. du konntest praktisch rauf und runter fallen, wie du wolltest. Ja, du konntest von Bronze 1 anfangen, konntest bis Legend 3 spielen und dann konntest wieder runterfallen komplett. Also, Okay. das ist so total lächerlich einfach nur gewesen. Ja. Ja, also so war das gewesen. Und ich erinnere mich auch noch an die erste Weltmeisterschaft. Die sollte zuerst in London stattfinden, glaube ich, parallel zu YCS, also wo die Meisterschaften normalerweise von den Trading Card Games auch stattfinden. Aber das haben sie dann abgesagt, genau wegen den Die zu WM Terroranschlägen. meinst du, oder? Ja. Und es war, ja, ich Ja. erinnere mich auch noch dran. Ich habe es dann auch versucht, irgendwie dann, also als ich erfahren habe, dass dann von London nach Japan verlegt worden ist, dann habe ich auch versucht, dann irgendwie in die Qualifiers reinzukommen. Ja, und das war das einzige Mal, wo ich es versucht habe. Aber da fühlte ich mich total verarscht, weil ich habe ja eigentlich eine ganze Woche praktisch nichts gemacht und dann am Wochenende durchgezogen. Das, Genau. ja, aber ich habe es auch nicht ganze Wochenende gemacht. Und es hat trotzdem damals gereicht für die Ladder, also für Top Europe 500, also für die Top 500 Spieler in Europa. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, das geht. Ne? Dann habe ich mich danach dann entschlossen zu streamen. Ja, das war cool. Ja. Aber das mit dem Geld finde ich schon heftig. Ich glaube nicht, dass ich da 2000 € bisher reingesteckt habe. Oder ich hoffe es zumindest. Ich werde jetzt meine Es, Rechnung aufstellen. Dann werde ich es dir ist davon halt, berichten. nachdem ich hier angefangen hatte, habe ich ja wann war die Worlds Quali? Im Juli ungefähr oder im Juni? Und im November habe ich ja dann die MCS gewonnen, Ja, wo es dann 2000 € gab. Und ja. deswegen hatte ich dann ein bisschen Luft, Geld auszugeben. Ansonsten wäre es gar nicht so weit gekommen, wahrscheinlich. Und dann Sonst kommen wir jetzt zur nächsten Frage, die eigentlich zusammenhängt. Wie viel hast du rausbekommen, wenn du zwei reingesteckt hast? Wie viel kam raus über MCS und keine Ahnung, andere Turniere? also ich bin, glaube ich, im Plus. Also Nachrechnen. Dü. es gibt da so eine Seite, die heißt Esports Earning. Die Ja, wurde zwar lange nicht mehr aktualisiert, aber da habe ich, glaube ich, 2300 $ oder so. das heißt, du bist Aber noch im Plus. es sollte, also da fehlt das letzte halbe Jahr. Ich sollte im Plus sein, ja. Alright. Und dann kommt halt noch, ja, jetzt die WM dazu in 4 Monaten, wo ja die Teilnahmepreise auch schon 1000 bis 2000 € kosten. Also selbst wenn ich da komplett verkacke, sind die Preise ja schon mal da. Das klingt doch schon mal gut. Esports Earnings for the win. Also, für die Leute, die competitive gehen wollen, also die wettbewerbsfähiges Yu-Gi-Oh! Duel Links spielen wollen, was würdest du denen empfehlen? Außer jetzt ganz viel Geld da reinzustecken. Ich würde, ja, Duel Links ist halt,
ist halt so eine Sache, ne? Also ich würde am Anfang erstmal nicht den Fehler machen, den ich gemacht habe. Nicht erstmal das Spiel starten und dann die besten Decks angucken und dann Geld rein investieren, damit man versucht, die ersten Decks zu bekommen, sondern erstmal langsam anfangen. Man muss nicht so viel Geld ausgeben. Ich gebe jetzt auch in letzter Zeit versuche ich halt weniger auszugeben, weil ich ich bemerkt habe, dass ich viele Boxen gekauft habe, wo ich mir dachte, das sind eigentlich coole Karten, so Batteriemänner zum Beispiel. Ja. War Potenzial, aber die waren nie wirklich gut. Das waren halt auch, glaube ich, 200, 300 Euro, die man hätte sparen können. Hm. Ähm, also ja, man muss nicht so viel Geld ausgeben. Man kann Free-to-Play spielen, das ist aber etwas schwierig. Das ist echt hart, vor allem nach 2 Jahren kann ich behaupten. Also komplett Free-to-Play geht nicht. Ja, es gibt einfach nicht genug Gems. Also man kann, wenn man jetzt nur von Casey Cup zu Casey Cup spielt, nur versucht, jeden Monat King of Games zu kommen Hm. und nur die WM-Quali spielt, sollte King of Games gehen. Äh, Sollte Free-to-Play gehen, King of Games. Aber ja, der wirkliche Grund, das Spiel zu spielen, ist wirklich, finde ich, die ganzen anderen Turniere, Team Wars, Clan Wars und alles, was Decade halt macht, Weekly und MCS. Und wenn man die spielt, muss man halt schon ein bisschen Geld ausgeben. Dann auf jeden Fall alle Events mitnehmen, weil Farmen halt wie. Ja. genau, Farmen, wenn jetzt ein Event kommt, zum Beispiel das Event, wo Amazonas Princess kam, Ja. hatten wir das Event seitdem nochmal? Ich glaube nicht, oder? Nee, aber inzwischen, glaube ich, kann man die Karten sich auch so, ich glaube, Super Rare Ja, Tickets holen, ja. Oder Ultra genau, Rare Tickets, ja. mit den Tickets kann man die bekommen, aber das ist halt so ein Beispiel. Das Event hatten wir, glaube ich, vor über einem Jahr oder vor einem halben Jahr. Ja, Und seitdem ist es halt einfach nicht mehr gekommen. genau. Und es ist dann für die Leute blöd, dann die Ultra Rare Tickets, wenn sie am Anfang sowieso noch andere Karten brauchen, Hm. ähm, die dann dafür zu verbrauchen. Ja, Außerdem geben die Events dann schon ein paar Gems. das Ich glaube, kann pro ich Event kriegt man so nachvollziehen, ja. 1000, 2000 Gems. Weil Was ich, nicht sehr viel ist, aber ist okay. ja, weil ich bin jetzt so einer von diesen Leuten, die den Hustleberry zwar gefarmt haben von dem letzten Event, aber ich habe nur 2 Survival Ends bekommen. Ja, Und so fühlt man sich dann, wenn man das, so. ich habe zwei von diesen Stegosauriern bekommen, aber die waren auch schwer zu bekommen. Die gab es, glaube ich, nur bei dem äh, Special Hustleberry. ja, bei den, keine Ahnung, Ultimate Hustleberry, glaube ich, war das. Genau. Ja. Ich habe auch nur einen bekommen. Cry. Alright. Dann, genau. Was würdest du dann empfehlen für die Spieler, die gerade mit Duel Links überhaupt anfangen? Also noch nicht so Leute, die Pro gehen wollen, sondern einfach nur, die gerade das Spiel aufgemacht haben, auf dem Handy installiert und dann jetzt gar nicht wissen, mache ich jetzt Missionen? Gehe ich jetzt auf die Ladder oder keine Ahnung, wie schalte ich überhaupt einen Skill frei? Solche Kollegen. Da muss ich jetzt zurückdenken. Also, ich weiß, es fängt ja so relativ locker an. Du hast, glaube ich, am Anfang eins oder zwei Standard-Duelists. Wenn du die besiegst, hast du ja dann quasi schon die nächste Stufe erreicht. Ähm, also das ist halt, so denke ich mal, wie bei Candy Crush Saga oder bei solchen Spielen, dass es am Anfang hast du halt recht viel zu tun und dann am Ende musst du halt warten, bis sich die ganzen Leben immer aufladen. Ja, Ähm, aber ja, halt, man kann halt Missionen versuchen, man kann die Standard-Duelists weghauen. Dann, wenn es ein bisschen langsamer wird, kann man im Internet gucken, wie man bestimmte Charaktere freischaltet, mm, die im Spiel nicht sofort angezeigt werden. Ich glaube, Odeon ist sowas, da musst du ja, 100 Traps oder sowas aktivieren. Aber ja, das wird dir in-game nicht angezeigt, erst wenn du es geschafft hast. ja, Ähm, und ja, wenn man dann einigermaßen ein Deck zusammen hat, von dem man denkt, dass es recht gut ist, kann man die Ladder versuchen. Und dann natürlich die Events mitnehmen. ja. Man fällt ja von der Ladder dann auch nicht mehr runter. Wenn man zum Beispiel Silber Genau. geschafft hat, kann man nicht mehr drunter fallen, so wie früher. Ja. Das ist schon mal sehr gut, dass die das geändert haben. Ja. Dann habe ich noch aufgeschrieben, was machst du eigentlich so neben deiner Yu-Gi-Oh! E-Sport-Karriere? Ich meine, du machst CCG, du machst Duel Links, was machst du sonst noch nebenbei? Meinst du jetzt so hobbymäßig oder Oder mehr oder weniger also competitive? wenn jetzt E-Sports dein Hauptberuf ist, was machst du noch anderes? Keine Ahnung, Familie besuchen, Buch schreiben, irgendwie sowas. Also competitive spiele ich eigentlich nur Duel Links und TCG. Hearthstone
probiere ich mal immer wieder. Jetzt konnte man sich vor 2 Monaten oder so fürs Wide Open qualifizieren, wenn du Top 100 in Europa gekommen bist. Da habe ich das den Monat versucht. Ähm, hätte auch Lust, auf ein Hearthstone-Turnier irgendwann mal zu fliegen, auf eine Dreamhack. Ähm, dann Pokémon TCG Online habe ich mir mal angeschaut, weil von den ganzen TCG Yugi-Leuten, die ich kenne, spielen auch einige das Pokémon TCG oder das Videospiel von Pokémon. Alle fahren zweigleisig. Genau. Sind halt so diese Interessen, die so in dieselbe Richtung gehen. Okay. Ähm, wenn jetzt Ende des Jahres das neue Pokémon rauskommt, werde ich dann vielleicht auf ein Videospielturnier gehen, wenn es hier was in Frankfurt in der Nähe geben wird. Ähm, und ja, ansonsten, ich spiele sehr viel Call of Duty, aber das mache ich nicht competitive. Okay. Da sind die Leute viel zu krank für, die da spielen. Ähm, aber das versuche ich eigentlich auch zu streamen in nächster Zeit. Muss ich nur gucken, wie das hier mit dem Setup laufen sollte. Okay. Aber ja, das sind so die Sachen, die ich mache. Und was denkt deine Familie so über deine, sag ich mal, Yu-Gi-Oh! Pro-Gamer-Karriere? Äh, ich weiß nicht. Also meine Eltern haben so am Anfang natürlich nicht gut drüber gedacht, weil die sagen immer so, es sind Kartenspiele, das ist halt kindisch und alles. Children's Card Game. Genau. Ja. Dann, wo so die ersten Erfolge kamen mit YouTube-Videos und Weltmeister und so, wurde es schon mal besser. Aber warte, hörst du mich noch? Ja, ich höre dich noch. Okay, bei mir hängt Discord gerade. Okay. Ähm, war das besser und jetzt gibt's eigentlich keine Beschwerden. Aber wir reden auch nicht so viel über das Ganze. Immer nur, wenn ich auf ein Turnier gehe, dann fragen die dann, und wie lief's? Hast du was gewonnen und alles? Oder sonst. Und bist jetzt Weltmeister. Ja! Genau. Alright. Dann als abschließende Frage, was würdest du machen, wenn du nicht Yu-Gi-Oh! Pro-Gamer wärst? Also wenn du es jetzt aussuchen könntest, keine Ahnung, wärst du Schauspieler, Rennfahrer, verkaufst Kokosnüsse in Hawaii oder was weiß ich. Das ist, also, ich glaube, als Kind, ich habe Wrestling geguckt, ich wollte da irgendwas machen. Das sind so diese Kinderträume, so Feuerwehrmann oder Polizist oder sowas. Ähm, aber jetzt keine Ahnung. Also so Sachen, die ich gerne könnte, die ich aber nicht kann, wäre singen oder tanzen. Ähm, aber ansonsten, was ich dann machen würde, eigentlich irgendwas, was mir einfach nur Spaß macht und wovon man leben könnte. Was, also ich weiß nicht, von Yu-Gi-Oh! Kann man gerade nicht leben, weil die Preisunterstützung im Vergleich zu, sagen wir, Hearthstone oder Magic ist nicht gut. Aber vielleicht wird es ja noch. Das weiß man ja nicht, was Konami da Hoffentlich. geplant hat noch. Konami hat ja jetzt auf jeden Fall das E-Sports-Tag bei der Weltmeisterschaft stehen. Halleluja, sie haben es verstanden. Ja, Yay! So, dann wären wir eigentlich mit meinen Fragen durch. Hast du irgendwelche abschließende Worte, irgendwas, was du den Leuten mitteilen möchtest? Außer Schland. ich weiß nicht. Niemals die Träume aufgeben und sowas. Die Ja, Standardsachen, die man so sagt. man weiß ja nie, vielleicht wird ja Yu-Gi-Oh! Pro Gaming irgendwann doch nochmal so ein Ding. Und dann wird's olympisch. Vielleicht kann man das ja irgendwann studieren in der Dual Akademie. Oh, bei Dr. Professor Crowler. Okay, das Genau. wäre ein Dozent, den ich nicht haben möchte, ehrlich gesagt. Alright. Ja, dann danke ich dir für das Interview. Du musst dich jetzt wahrscheinlich auf Team Wars vorbereiten. Ich mich auch. Genau. Und so sieht man sich dann wieder. Ja, aber das wird dann wieder alles auf Englisch stattfinden. Das hier war eigentlich für die deutsche Gemeinde, für die deutschen Fans. Ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast und nicht zu deinen Großeltern gefahren bist. Sonst hätten wir das heute wahrscheinlich nicht mehr hingekommen, sondern irgendwann erst in der Zukunft. Und für mich, wenn du Weltmeister geworden bist, will ich ein Follow-up-Interview haben. Dann können wir dann nochmal alles Revue passieren lassen, was bis dahin passiert ist. Ja, vielleicht ja dann auch live in Ge- Frankfurt irgendwo. Das wäre top. Und wenn du tatsächlich gegen Sun Tsun antrittst, dann mache ich eine Fanfiction über euch. Alles klar. Also, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!